Was kommt euch eigentlich in den Sinn, wenn ihr an Großbritannien denkt? Naja, so ist es ja auch irgendwie ein bisschen. Aber neben all den Klischees gibt es auch noch paradiesische Strände, atemberaubende Landschaften, wahnsinnig herausfordernde Wanderungen und neben Fisch und Chips und Bohnen auch noch richtig gutes Essen. Und damit willkommen zu einer neuen Folge mit Neuland Stories. Und nein, das ist keine alte Folge über die UK, sondern wir sind immer noch in der Werkstatt. Aber die ganze letzte Woche ist wirklich absolut gar nichts passiert. Wir saßen eine Woche in unserem Van eingesperrt, haben nicht viel gesehen und erlebt. Und da haben wir uns gedacht, wir geben euch einfach mal Reiseinspiration für 2024. Und auch für uns war es mal irgendwie wieder eine kleine Abwechslung, was anderes zu sehen, wenn wir das Video schneiden und wenn wir ein bisschen Material raussuchen. Und dachten, wir zeigen auch mal wieder ein bisschen schönere Bilder als nur Werkstattgelöt. Gelöt. Und ich glaube, gelöt ist das richtige Stichwort. Und wir steigen ein mit unserem ersten Highlight von unseren 9 schönsten Orten, die wir gerne mit euch teilen möchten. Unser erstes Highlight sind die Seven Sisters und sehen atemberaubend aus. Es sind Kreidefelsen, die quasi so ähnlich aussehen wie die, wenn man mit der Fähre in die UK fährt, nach Dover. Dann sieht man schon eine gewaltige Felswand von Kreidefelsen. Und genau solche Kreidefelsen gibt es auch mit den Seven Sisters. Und wir waren echt perplex, als wir das erste Mal gesehen haben. Und ist deswegen auch ein absolutes Highlight für uns. Als Tipp dafür können wir einen Parkplatz empfehlen, der, war das ein Pub oder ein Restaurant? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Hieß Tiger Inn. Wir konnten dann nicht übernachten, muss man dazu sagen, aber wir sind irgendwie ganz früh dahin gefahren, konnten da den ganzen Tag parken und sind dann zu den Seven Sisters marschiert. Es ist so eine kleine, Wanderung nicht wirklich. Also wie lange läuft man da hin? So eine Dreiviertelstunde. Genau, 3/4 Stunde ungefähr. Man muss aber dazu sagen, man muss ziemlich aufpassen, denn am Anfang geht es über wirklich richtig schöne grüne Hügel und es ist eine traumhafte Landschaft, aber die ist bombardiert mit Schafskacke. Es sind überall Minen von Schafkacke ausgelegt, da muss man sich ein bisschen drumrum zirkeln. Vor allen Dingen, wenn man einen Hund dabei hat, der Schafskacke liebt. Genau. Und wenn man vorne an der Klippe ankommt und sich diese Kreidefelsen mal aus der Nähe anguckt, sie sind einfach noch viel riesiger, als es sowieso schon den Anschein hat, wenn man dort ankommt. Und es ist einfach Wahnsinn, wie dieser Küstenabschnitt einfach aussieht. Und ja, wir können es einfach jedem empfehlen, da auf jeden Fall einen Stop zu machen und sich einmal die Seven Sisters anzuschauen. Unser nächstes Highlight ist gar nicht so weit von den Seven Sisters entfernt. Das ist nämlich der New Forest National Park. Und das Besondere an dem Nationalpark ist, dass da Pferde in dem Bereich des Nationalparks einfach frei und uneingezäunt sich bewegen können. Die Pferde sind keine wilden Pferde, sie gehören schon zu einzelnen Gütern innerhalb des Nationalparks, aber die Besonderheit ist einfach, dass die sich da frei bewegen dürfen und keine Einschränkungen haben. Und wenn man dann einfach da durchfährt, links und rechts Pferde auftauchen, man dementsprechend natürlich auch vorsichtig fahren muss, weil die auch über die Straße laufen. Und auch in die Gärten laufen von den Menschen, die da leben. Ja, also die gehören dazu. Die gehören einfach da dazu und auch es gibt ganz viele Campingplätze innerhalb des Nationalparks, wo die Pferde sich dann auch auf dem Campingplatz frei bewegen dürfen. Der Nationalpark ist trotzdem sehr, sehr hundefreundlich, also man darf Hunde an der Leine überall fast mit hinnehmen.
Und ja, es ist einfach irgendwie ein schönes und besonderes Erlebnis. Wir haben dann eine Nacht auf einem Campingplatz verbracht und haben dann 1, 2 Wanderungen am nächsten Tag gemacht und fanden die Stimmung einfach richtig, richtig schön da. Der Southwest Coastal Path ist ein über 1000 Kilometer langer Weg, der entlang der Küste läuft in Cornwall. Und von da kann man immer wieder an atemberaubenden Buchten halten. Und wer nicht diese ganzen 1000 Kilometer laufen will, kann natürlich kann natürlich auch mit dem Auto fahren. Und da haben wir auch einen Tipp von einem Local bekommen. Und zwar ist es der Upton Towens Beach. Genau, der Upton Towens Beach. Und da gibt es einen Parkplatz direkt hinter den Dünen. Ein ganz kleiner Parkplatz. Wir durften da übernachten und von da sind es einfach, ich weiß nicht, 2 Minuten zu Fuß und du bist direkt oben an der Küste und kannst auch runter zum Strand laufen. Wir hatten einen sagenhaften Sonnenuntergang und diesen Platz können wir sehr, sehr empfehlen. Und 2 unserer absoluten favorisierten Buchten waren einmal Kynancy Cove und Poldhu Cove. Wir hatten zwar nicht das beste Wetter da, aber es sieht schon, ich will nicht sagen karibisch, aber wir haben es schon so ein bisschen so empfunden. Also da gibt es eine Stelle, wenn man bei Niedrigwasser da langläuft, kann man zwischen den Felsen über den Strand auch auf die andere Seite der Felsen laufen und hat das Meer links und rechts zu sich und die Wellen schlagen an die Felsen und das Wasser ist türkisblau gefühlt und es sieht wahnsinnig aus. Das hätten wir da auch überhaupt nicht erwartet. Und also diese 2 Buchten würden wir auf jeden Fall auf die Liste für die UK packen und dann müsst ihr einfach hin und euch das anschauen. Was man noch zu Cornwall sagen kann, ist, dass aber die Wege, die da überall lang führen, schon extrem eng sind und man sich so ein bisschen, man muss sich ja sowieso erstmal an das auf der anderen Seite fahren gewöhnen, aber die engen Straßen sind auch auf jeden Fall herausfordernd. Positiv dabei ist aber zu sagen, dass die Engländer so vorausschauend fahren und gerade Touristen eigentlich immer vorlassen. Also wir wurden eigentlich immer angehupt, dass wir vorfahren sollen und wurden in kleine Buchten reingelassen, wo wir vorbeifahren konnten. Also das war schon sehr, sehr easy, aber man muss trotzdem aufpassen, dass man sich die Seite nicht verschrammt. Wenn ihr angehupt werdet vom entgegenkommenden Auto, bedeutet das erstmal nichts Negatives. Genau, da mussten wir uns auch erstmal dran gewöhnen. Für das nächste Highlight gehen wir ein bisschen weg von der Küste und etwas ins Inland von England. Und zwar geht es Richtung Glastonbury und auf dem Weg dorthin kommt man an der Cheddar George and Cove Schlucht vorbei. Das ist eine ziemlich enge und wahnsinnige, gigantische Schlucht. Links und rechts von der Straße gehen die Felsen nach oben und man hat dann so einzelne Eingänge, die quasi kathedralenartige Höhlen sind. Wir sind damals nur durchgefahren und haben uns das Spektakel von unten angeguckt und die Fahrt war auf jeden Fall richtig cool, gigantisch und sind dann in dem halben Stunde entfernten Glastonbury angekommen. Eine richtig, richtig süße, kleine englische Stadt, wie man sie sich im Bilderbuch vorstellt. Highlight in der Stadt ist jedes Jahr eigentlich ein riesengroßes Musikfestival. Wir waren leider nicht zum richtigen Zeitpunkt da und die Tickets für das Festival sind, glaube ich, schon richtig, richtig früh ausgebucht. Wir hatten trotzdem eine richtig schöne Zeit in Glastonbury, weil das ist ein richtig süßes Städtchen mit kleinen Gassen und Läden und gutem Essen. Man fühlt sich wie in einer Hippie-Hauptstadt. Ja, es ist wie so eine kleine Hippie-Hauptstadt. Es sind trotzdem sehr viele Musiker da. Es ist bunt, es ist ganz viel Kleinkunst, es passiert alles auf der Straße. Es ist super faszinierend. Ja. Well, my mother told me someday I will find the gallows of good old hearts, sail the distant shores. If I stand up high in the the noble boat I will steer the steady course to Valhalla, to
Das war eine richtig, richtig süße kleine Stadt. Und man kann auch da eine kleine Wanderung machen zum Glastonbury Tor und hat dann von da oben nochmal eine richtige schöne Aussicht und einen richtig schönen Ausblick über die Stadt. Als nächstes kommen wir zum Ben Nevis und ich glaube, wenn uns Freunde, Familie fragen, was eins der Highlights auf unserer gesamten Reise, die wir bisher mit dem Van gemacht haben, da ist auf jeden Fall der Ben Nevis immer mit dabei. Ja. Das ist der höchste Berg der UK, der ist ungefähr 1340, ein bisschen mehr, hoch und ist einer der beliebtesten Gipfel zu besteigen. Zu besteigenden Gipfel. Ja, so. Das liegt daran, dass der Zugang relativ einfach ist. Über Fort William, der Ort, der genau, wo der Ben Nevis liegt, ist sehr leicht zu erreichen. Und der Start, um eben bis zur Spitze zu kommen, ist relativ einfach. Und das ist vielleicht auch das Trügerische, denn der Aufstieg, wir waren sehr schlecht vorbereitet, dachten, es hört sich nicht so hoch an. Und der Weg wird wirklich ganz schön fortgeschritten, je höher man kommt. Wir brauchten ungefähr 7,5 Stunden hoch und runter. Ich glaube, da ungefähr. Ja. Atemberaubend. Das Wetter wechselt extrem häufig, sehr windig. Deswegen ist es auch nicht nur der meist bestiegene Gipfel, sondern auch der meist abgebrochene, weil es schon oben ganz schön tricky wird. Bereitet euch richtig gut vor. Ja. Uns hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, Absolut. aber ich würde sagen, die letzte 1,5 Stunden abwärts haben wir nicht mehr miteinander geredet, weil wir Schmerzen hatten, weil wir... Nur noch durchhalten. Es war nur noch durchhalten. Aber es war eben so, wir sind im T-Shirt los so ein bisschen, also schon in Regenjacke, aber weil es dann warm war, haben wir uns eher ausgezogen. Keine Handschuhe dabei. Doch ein paar Handschuhe hatten wir dabei und wir sind auf dem Gipfel im Schnee geendet und es war zwischendurch so stürmisch, also man hat wirklich jede Sorte an Klamotten gebraucht. Das war schon echt verrückt und auch die Stufen, die am Anfang wirklich noch gut zu begehen sind, die werden dann Geröll, komplizierter. Nachher Schnee. kommt Geröll, genau, man muss über Schnee weiter hochlaufen. Also es ist schon... Ja, ist schon sehr anstrengend gewesen, aber wir wollen es nicht mehr missen und es war absolut eine der wahnsinnig genialsten Erfahrungen, die wir gemacht haben auf der Reise. Und wir wurden am Ende, obwohl es bewölkt war, noch mit einer Aussicht belohnt. Das stimmt. Ja. Das nächste Highlight führt uns auch über einen Pass, aber dieses Mal nicht zu Fuß, sondern mit dem Auto. Und zwar geht es über den Applecross Pass, der Original, das muss ich ablesen, Bealach-na-Ba Pass of the Castle heißt. Und der Pass führt nach Applecross. Und Applecross war ganz, ganz lange Zeit nur über diese Passstraße erreichbar. Das ist ein ganz, ganz, ganz schmaler Weg, der hochführt und auch auf der anderen Seite wieder runterführt und gilt als eine der gefährlichsten Strecken in Schottland. Wir hatten irgendwie Glück, aber auch nicht so viel Glück. Wir hatten nicht so viel Gegenverkehr und nicht so viel Verkehr generell auf dem Streckenabschnitt. Was auch einen Grund hatte. Was aber auch daran lag, dass wir einfach das schlechteste Wetter überhaupt dafür hatten. Wir konnten aber auch nicht die 1-2 Wochen Regen irgendwie aussitzen und warten, bis es schöner Wetter wird, um die Strecke zu fahren. Wir wollten sie aber trotzdem fahren. Deswegen dachten wir, egal, wir fahren, komme was wolle, vielleicht ziehen ja die Regenwolken vorbei. Haben sie leider nicht getan. Das Wetter war ganz, ganz, ganz fürchterlich. Wir haben fast nichts gesehen. Als zu dem Regen kam Nebel dazu. Ja, und also es soll einen sagenhaften Ausblick geben. Man soll einen sagenhaften Ausblick von da haben, den hatten wir leider nicht. Aber die Strecke danach ab Applecross Richtung Inverness war dafür umso schöner und spektakulärer und wir sind ziemlich froh, dass wir die Strecke gefahren sind. Können Sie auch jedem weiterempfehlen, wenn ihr gutes Wetter habt. Ja, definitiv. Also ich glaube, das gehört auf jede Liste. Ja, und dann kann man sich auch richtig schön Zeit lassen, weil die dann auch so ein bisschen an der Küste entlang führt und durch wahnsinnige
weite Schluchten und man auch viele Wanderungen machen kann. Und immer wieder ganz viele kleine Wasserfälle. Ja, also Das war wieder Vorteil, dass es geregnet hat. Die haben wir gesehen. Das absolut. Also packt das mit auf eure Liste. Wenn es so ein bisschen um das Thema persönliche Bucketlist geht, da durfte bei mir die Region Speyside in Schottland nicht fehlen, denn die ist berühmt für seine guten Scotch Whisky Distillerien. Absolut richtig. Und das war für mich natürlich ein Highlight und wir können dabei wirklich empfehlen, wer Lust hat, mal so eine Distillerie zu sehen, der sollte sich frühzeitig um Tickets für so eine Tour kümmern, denn die sind recht früh ausverkauft. Also so 2 Wochen vorher drum kümmern, damit man auch eine richtige Tour machen kann und einmal die ganze Distillerie gezeigt bekommt. Aber für uns hat es leider nicht geklappt damals. Wir können auch empfehlen, das auf eigene Faust einfach mal zu erkunden. Denn ein Whisky-Tasting kann man meistens auch trotzdem machen. Das ist der 10 Jahre alte, der 15-jährige. Und der ist 2010 abgefüllt worden und den kann man nur hier in der Distillerie kaufen. Der wird nirgendwo sonst verkauft. Eine Flasche von dem kostet 140 €. Und meine Empfehlungen sind einmal, weil der Whisky wirklich, wirklich lecker ist und die Destillerien auch richtig schön waren, sind Aberlour, Glenfarclas und Macallan. Und das spart uns eine Menge Geld. Macallan haben wir aber nicht gesehen, weil es geschlossen war. Ja. Dann müsst ihr mir erzählen, wie es war. Nicht unweit von der Region Speyside entfernt geht es einmal durch den Cairngorms National Park Richtung Balmoral Castle. Und Balmoral Castle ist ein ziemlich touristisch bekannter Ort. Das ist nämlich der Sitz der königlichen Familie in Schottland. Und wir haben aber das Schloss ausgelassen und sind gewandert. Haben eine schöne Wanderung gemacht und sind am Ende bei Prince Alberts Pyramide rausgekommen. Und zwar hat das Königin Victoria damals für ihren geliebten Prinz Albert erbauen lassen an ihrem Lieblingsort in Schottland auf einer Gipfelhöhe, von wo aus man eine richtig schöne Aussicht hat über die Hügel von Schottland. Und ja, es war irgendwie faszinierend, eine Pyramide in Schottland zu finden. Pyramide in Schottland. Ja, war irgendwie verrückt und wir waren auch komplett alleine, konnten dann den Sonnenuntergang gucken und können wir nur empfehlen, da einen Abstecher hinzumachen. Und als letztes auf unsere Top 9 Liste an Dingen, die ihr in den UK gesehen haben müsst. Die 9 schönsten Orte für uns. Genau. Haben wir als allerletztes den Ort Edinburgh aufgeschrieben, denn da solltet ihr auf jeden Fall hin. Diese Stadt hat uns unglaublich gut gefallen, denn die ist so abwechslungsreich, es gibt so viel zu sehen. Und als allererstes solltet ihr dort euch auch die Forth Bridge anschauen. Vergesst die Golden Gate Bridge. Die Forth Bridge ist die weltweit erste Brücke, die aus komplett Stahl gebaut wurde und hatte zum Zeitpunkt auch die größte Spannweite weltweit. Es ist wirklich faszinierend anzuschauen. Ja. Und wir lieben einfach Brücken. Ja, muss man dazu sagen, wir sind sehr fasziniert von Brücken. Jedes Mal, auch wenn wir drüber fahren, wir lieben es und filmen es. Ja. Schaut sie euch an, ist wirklich faszinierend und es gibt viele verschiedene Perspektiven, von wo aus ihr sie beobachten, hätte ich beinahe gesagt, bestaunen könnt. Genau. Und apropos Perspektive, sobald ihr nämlich in Edinburgh seid, könnt ihr auf den Arthur's Seat hochwandern. Das ist ein grüner Hügel mitten in der Stadt. Es geht ziemlich steil nach oben. Die kleine Wanderung ist nicht zu unterschätzen. Wir würden sie nicht in Stadtoutfit empfehlen. Aber von da oben hat man einfach einen mega schönen, gigantischen Ausblick über die Stadt. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben uns danach nochmal umgezogen, als wir wieder in die Stadt
weitergezogen sind, denn wir waren ganz schön verschwitzt, als wir von da wieder gekommen sind. Denn als nächstes stand bei uns auf dem Plan die Whisky Experience. Wer hätte es gedacht, dass das auf unserer Liste steht? Kann man auch sehr empfehlen. Es ist wahrscheinlich einer der touristischsten Orte in Edinburgh. Und vor allem, weil man über die Royal Mile dahin kommt. Exakt, es ist sehr viel los. Die Schlange ist sehr lang, aber trotzdem kommt man relativ schnell dran trotzdem. Wir können es trotzdem empfehlen, man erfährt sehr spannende Dinge über Whisky. Es ist eine kleine Achterbahn, wäre ein bisschen übertrieben, aber man hat eine kleine Führung via, wie nennt man das denn? An so einem kleinen Kart, durch das man durchfährt, in einem Whiskyfass. Ja, vergnügungsparkmäßig. Ja, und am Ende sieht man dann auch noch die größte Whisky-Sammlung der Welt. Das ist sehr spannend. Es ist, man kann natürlich auch dort wieder die ein oder anderen Whiskys probieren. Ja. Hat uns sehr gut gefallen, auch wenn es so touristisch ist. Ich kann es empfehlen. Manchmal muss man halt auch die Touristensachen machen. Ja, nee, es war wirklich auch für mich als Nicht-Whisky-Liebhaberin irgendwie super spannend, die einzelnen Regionen. Wir haben ja zum Beispiel nur eine Region, eine Whisky-Region in Schottland gesehen, Speyside, aber es gibt ja mehrere Regionen in ganz UK und das war schon irgendwie spannend, das alles zu erfahren und dann am Ende zu verkosten. Oh ja. Apropos verköstigen, kann man auch in Edinburgh richtig, richtig lecker essen. Von kleinen, süßen Restaurants bis Cafés ist alles für jeden was dabei. Wir waren einmal richtig, richtig lecker frühstücken, haben Eis gegessen, haben uns einfach so durch die Stadt treiben lassen, hatten zwischendurch einfach richtig Lust auf Thai und selbst das gab es richtig lecker da. Und ja, zum Schluss haben wir uns bei Mimi's Café, was auch sehr, sehr bekannt ist für seinen Afternoon Tea, was ja eine schottische Tradition ist, der Afternoon Tea, wo es Tee und kleine Teilchen und Sandwiches und so gibt. Wir haben uns einfach was auf den Fahrtweg mitgenommen. Können es aber sehr empfehlen, mal in dem kleinen Café vorbeizugucken, vor allem weil es auch in dem Viertel, in dem Hafenviertel Leith ist und wir das Viertel einfach richtig, richtig schön fanden. Kleine Gassen, urige Pubs, also man kann da so richtig, richtig schön durchschlendern und zum Afternoon Tea sei aber gesagt, das ist schon arg teuer. Ja, aber Also- Mimi's Café war eines, was jetzt nicht super überteuert war. Also man kann da von den großen royalen Hotels und keine Ahnung, man kann da über 100, 200 Pfund ausgeben, um einen Afternoon Tea zu machen. Bei Mimi's Café war es, glaube ich, irgendwas um die 35, 40 Pfund. Also man kann da richtig Kohle lassen, aber irgendwie muss man es auch irgendwie mal gemacht haben. Der eine will einen Whisky, der andere will einen Afternoon Tea. Genau. Wir haben ein bisschen zugeschlagen. Das, Das waren unsere Top 9 Orte in Großbritannien, unsere 9 schönsten Orte, die wir gerne mit euch teilen wollten. Unter anderem haben wir auch Großbritannien und die UK gewählt, weil wir für unsere Patreon-Community, danke an dieser Stelle an alle, die zugucken, einen Google Map Guide erstellt haben und man den da aufrufen kann und nochmal alle Pins, alle Restaurants, alle Orte, die wir besucht haben, nochmal genauer nachverfolgen kann. Und auch über unsere Top 9 hinaus. Auch über unsere Top 9 hinaus. Einmal, alles, was wir gesehen haben. Genau, unsere komplette Route. Wer Lust hat, sich das auch mal genauer anzugucken, der kann sich gerne mal die Patreon-Seite von uns angucken und mal gucken, ob er darauf Lust hat, der Community beizutreten. Wir werden da regelmäßig noch weitere Google Map Guides mit der kleinen Community teilen und freuen uns einfach über jeden, den wir da willkommen heißen können. Diese Woche war es einfach mal ein bisschen anders, weil wir eine Abwechslung zu unserem Werkstatt-Vlog selbst gebraucht haben. Genau. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das findet, ob das spannend für euch ist, auch mal zwischendurch so ein Top 9 unsere schönsten Orte Video zu bekommen. Und ansonsten das Emoji der Woche, das kommt irgendwas aus UK. Mal gucken, was euch da so einfällt. Ein Fisch, ein Chip oder Tee, eine Krone, ein Whisky. Euch fällt schon bestimmt was Gutes ein. Ja. Schreibt uns mal in die Kommentare, was
euer Highlight wäre oder vielleicht sogar war, wenn ihr auch schon dort gereist seid, und abonniert den Kanal. Wenn ihr das noch nicht sowieso schon getan habt, liked das Video, wenn es euch gefallen hat, und das Support-Herz darf auch nicht fehlen. Und damit habe ich alles abgegrast, was ihr machen könnt. Wow, ich dachte, er hört nie auf. Also, danke. Ende.